welcome to another edition of the Wrestling Fans Domination Talk. Keine Sorge, ich mache das heute nicht komplett in Englisch, aber wir haben mal wieder einen englischsprachigen Gast und der ein oder andere dürfte ihn mit Sicherheit noch kennen, zumindest diejenigen, die sich noch an das Wrestling aus den 90er Jahren erinnern. Please let me introduce to you Mike, or better known in WWE as Duke, the Dumpster Droese. Hello, Mike. Hello, thank you. Thank you very much for having me on your show. I really appreciate it. Thank you for being our guest tonight. Natürlich haben wir auch unsere üblichen Verdächtigen mit dabei. Natürlich auf der einen Seite unser lieber Simi, der Fragengott. Servus, Leute! Und natürlich aus der anderen Ecke Deutschlands, aus Lübeck, unser IPW-Inventar, der Martin. Hallo und herzliche Grüße aus Lübeck, Germany. Und auch aus der Instagram-Ecke hat sich mal wieder einer zu uns verirrt. Unser 90s-Kid, der liebe Wrestling-Dennis. Hallihallöchen. Hallo und hello Aunt Mike. Hallo. Okay, also wir legen gleich mal los. Wer möchte von euch starten? Wer hat die ersten Fragen parat? Simi? Oder doch eher Dennis? Wer will? Wer hat noch nicht was gemacht? Ja, der Dennis ist jetzt gerade so aufgestanden. Ich würde sagen, Dennis, wenn du willst, kannst du ruhig anfangen. Alles gut, alles gut. Also ich fange dann an auf Deutsch. Ich erinnere mich an die erste oder eine der ersten Promos von Duke Droese. Da kam er runtergefahren von einem Mülleimer und sagte, er wird die World Wrestling Federation aufräumen. Er wird den ganzen Müll wegwerfen. Hat Duke the Dumpster Droese es wirklich geschafft? Fragezeichen. Dennis reminds us of one of the first promos that you did as Duke Droese for WWE, when you said you're gonna get into WWE and take out all the trash that is running around there. So the big question is, did Duke Droese really take out all the trash of WWE back then? Well, Duke the Dumpster definitely did his best. He tried to take out the trash. Maybe he didn't get to take all of it out. There's a lot of people there that I wish I would have wrestled, but I didn't get a chance to. Like Undertaker and Bret Hart and Shawn Michaels and Diesel and all those guys. But I did my best at taking out the trash. And it's funny, those promos were produced by Shane McMahon. So me and Shane drove around Stamford, Connecticut one morning in the freezing cold at 6 a.m. Doing all those promos off the back of the garbage trucks and at the dump. Okay, also er sagt, er hat sein Bestes getan, den Müll rauszutragen, hat es nicht ganz geschafft. Es gab da einige Namen, gegen die er gerne noch angetreten wäre, was aber leider nie Wahrheit geworden ist, wie zum Beispiel den Undertaker, Shawn Michaels oder Diesel, um nur mal ein paar zu nennen. Und das Witzige ist, Shane McMahon war ja damals für die Promos zuständig und die beiden sind da also irgendwann in der Früh durch Stamford, Connecticut geeiert, arschkalt war es und dann eben vom Müllwagen runter diese Promos gemacht. Was ganz witzig war, aber eben auch ganz schön anstrengend. Cool, nice. Ich sag mal, die Frage ist ja, wer hatte die Idee zu dem Müllmann? Oh, that's a good question. Simi wants to know, who had the idea for this dumpster gimmick? For the dumpster driver? Well, I was wrestling before I went to the World Wrestling Federation. I was wrestling in Florida, Miami, Florida, as the garbage man, Rocco Gibraltar. So I was already wrestling as a garbage man. And I just took the character with me, the gimmick with me, and showed it to Vince McMahon, and he liked it. So they brought me up and gave me a tryout and signed me to a contract. Okay, also er hat vorher quasi schon dieses Gimmick für sich selbst entdeckt, ist da in Florida als Rocco Gibraltar, der Müllmann, angetreten und wollte dieses Gimmick einfach mitnehmen. Hat es Vince McMahon vorgestellt, als dann die Anfrage von WWE kam und der fand es gut und wollte ihm die Chance geben, hat ihn zu einem Tryout geholt und der Rest ist Geschichte. Danach kam der Vertrag und eben dieses Müllmann-Gimmick, das er weiter ausführen durfte. Aber was jetzt gerade Dennis auch gesagt hat, oder besser gesagt hat,
Mike auch mit dem Undertaker antreten und Dennis mit Promo. Ich kann mich noch dran erinnern. Ich war zwar ziemlich jung, aber Dennis und ich, wir haben, also in unsere Köpfe ist die 90er so eingebrannt, also das kriegt man gar nicht raus. Aber es gab ein Promo, ich weiß nicht, Dennis, ob du es schon gesehen hast. Es gab ein Promo, dass der Mike den Undertaker nachgemacht hat. Kann er den doch mal nachmachen? Ich fand es mega. Jeder hat es gefeiert, weil er den so gut imitieren konnte. Also es war echt genial. Weiß gar nicht, Dennis, hast du es gesehen? Ich erinnere mich, ja, ja. War geil. Okay, so our 90s guys, Simi and Dennis, are reminding us of a promo that you did, where you acted as the Undertaker. Oh, Can you do this yeah. again? Can you do this again for Yeah, I us used to right do here? that all the time in front of the Undertaker in the locker room. Okay. I think he was sick of it. Yeah, I used to go, rest in peace. And I had a hair out in front of my face. And the Undertaker would just go, I drove him crazy. Also er hat es tatsächlich gemacht, nicht nur in der Promo, sondern auch die ganze Zeit im Lockerroom, hat den Undertaker damit aufgezogen und er meinte, irgendwann muss der da mal richtig die Schnauze voll davon gehabt haben. Und jedes Mal, wenn er ankam mit Rest in Peace und die Haare nach vorne gekämmt, hat der Undertaker einfach nur die Augen verdreht. Das war quasi so der Running Gag, kann man sagen. Aber wir haben ja, klar, wir haben jetzt hier den Undertaker, aber wir haben auch einen, klar, Undertaker kann auch, aber auch einen Paul Bearer, oder Martin? Haben wir ja Oh, nicht. my Undertaker! That's our German Paul Bearer right here. Very good one. Very good, Paul Bearer. Der ist auf jeden Fall mega. Aber er war ja nicht lange dort. Warum war er nicht länger dabei? War es eine Verletzung oder wollten Sie seinen Vertrag nicht verlängern? Oder warum war er auf einmal nicht mehr bei der WWF damals? Yeah, that's a good question from Simi. So your run with World Wrestling Federation was really short. I think from '94 till '96, something like that. Mhm. Why was it that short? Was it was it an injury that kept you off the ring, or what was the deal behind this short run with World Wrestling Federation? Well, it was a combination of things. One, the initial contract is 2 years. And when that contract was over, I wasn't really happy with how they were using me. So I talked to them, I was ready to leave. And they got me to sign another 1 year deal. And they let me work with Triple H. And during the Triple H feud, we wrestled a lot. And I got hurt in a house show one night. But I really just started to I wasn't happy there. Let's put it that way. I wasn't happy, and I wasn't shy about letting Vince know that I wasn't happy. And I think he finally just got sick of it and sent me home in the middle of that 1 year contract and said, you can go home. And that was it. I was there about 2.5 years. Okay, also das Ganze war so, der normale Vertrag, der Standardvertrag bei WWE sind 2 Jahre und Duke war in diesen 2 Jahren schon nicht wirklich happy damit, wie er eingesetzt wurde und wie das Ganze gelaufen ist in den 2 Jahren, hat das auch Vince wissen lassen, hat mit ihm drüber geredet und ja, schlussendlich haben sie ihn dann aber doch dazu überreden können, nochmal einen Einjahresvertrag zu unterschreiben. In dieser Zeit, in diesem einen Jahr, hat er dann auch ein Programm mit Triple H bekommen, wo sie ein paar Matches gegeneinander bestritten haben, wo sie eine Fehde hatten, wo er dann auch mal bei einer Hausshow eine Verletzung abbekommen hat. Und ja, aber irgendwie war das einfach nicht so das Richtige. Mike hat es auch gesagt, es war einfach so, er war nicht glücklich damit, wie er eingesetzt wurde und wie das Ganze gelaufen ist. Und irgendwann hatte Vince wohl einfach die Nase voll davon und meinte dann mitten in diesem laufenden Einjahresvertrag, weißt du was, geh doch zu Hause. Und ja, damit war es dann quasi nach diesen 2,5 Jahren dann auch erledigt mit dem Müllmann. Okay. Ja, gab es dann nicht die Möglichkeit, ich habe es jetzt mal hier im Hintergrund auch, bei der WCW, NWO oder so irgendwie anzutreten? Kamen die nicht auf Ihnen zu, vielleicht, die WCW? Okay. So after you leaving WWF, was there no chance for you or negotiations for you to maybe go to WCW?
I tried to go to WCW. They gave me a tryout match there, and I also had another tryout with the WWF in '98. They let me come back and try out again, which was kind of weird, but neither one of those worked out. I was just in real, like, my body was pretty banged up, and it just didn't work out. So then it was pretty much done. I was done with wrestling for the most part. Okay, also er hat es tatsächlich probiert bei der WCW und hatte da auch ein Tryout. Hat nicht so ganz funktioniert. Dann gab es 98 nochmal ein Tryout bei der WWF, dass man ihn vielleicht wieder hätte verpflichten können. War auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Und er sagt auch, sein Körper war ziemlich angeschlagen durch das ganze Wrestling. Und damit hat er dann einfach für sich gemerkt, okay, also er schließt dann jetzt doch lieber dieses Kapitel ab, bevor er seinem Körper noch mehr Schaden zufügt. Okay. Aber da habe ich noch eine Frage. Oder Dennis, hast du noch eine Frage? Ich frage dich mal so. Many. Ganz viele Fragen. Aber stell dir eine Frage gerne, Simi. Okay, die eine stelle ich jetzt noch. Und zwar, weil ich setze jetzt mal im Hintergrund, weil wir haben beim Talk mit Henry Godwin, was ja der Mike auch gesehen hat, hat er vorher erwähnt gehabt, bevor wir uns hier getroffen haben im Talk. Da kam ja die Frage, was hat sich im Eimer von Henry Godwin befunden? Dann hat Henry Godwin ja eine Story erzählt, was ja Sunny abbekommen hat. Also hier haben wir sie mal im Hintergrund für die Leute, wo sie nicht kennen, also Sunny. Hat er davon was mitbekommen? Duke, we had this question for Henry or Godwin, which we had in our talk a few weeks ago. What was in his bucket? In his, in this garbage bucket, in this pig's bucket. And he told us a story about one night when Sunny was being slopped with the bucket. And were you one of the guys who did something to this bucket that Henry was saying nobody has to touch it? Or did you know anything about the story? Several wrestlers added to the mix in the bucket. I wasn't one of them, but I saw some people spitting in there and other things like that. And I don't know, might have been some other things too. I'm not sure, but it was pretty bad. But yeah, I think he put it down. He said, he goes, nobody touched the bucket. And he walked away, and then that was it. Also er sagt, er hat es natürlich mitgekriegt und da waren einige dabei, die ziemlich eklige Sachen dann im Eimer hinterlassen haben, nachdem eben Henry mit einem Augenzwinkern meinte, keiner fasst den Eimer an. Aber er selber war nicht dran beteiligt, er hat sich da vornehm zurückgehalten. Okay. Yes, a lot. Dennis, wenn du noch willst, darfst du deine Fragen stellen. Ja, klar. Zu der Zeit, gerade 95 oder 94 und 96, hatten wir viele Gimmicks. Aldo Montoya, The Mentor, Techno-Team 2000, Rody, Hakushi. Der Müllmann, warum hat man den Müllmann, den Dumpster eigentlich nie gepusht? Warum wäre er immer wirklich untere Midcard? Warum war das so zu der Zeit? So Dennis was talking about all the gimmicks that WWE had in that time that also did get a push to the top. Why did World Wrestling Federation never push the dumpster to the top, the dumpster gimmick? You know, that's a good question. I think it was during that era where they still had the characters, but they were slowly phasing out the characters. So while the goofy cartoon characters were fun to have, so the kids were entertained, none of us were getting any major pushes, like up to the main event status. We weren't getting those kind of pushes because we were considered, they didn't take us that seriously. And I really did try to change. I wanted to kind of get rid of the garbage man part of the character and just be Duke Droese. And it just never happened. They talked about turning me heel at one point, and that was what I wanted, but they just never did it.
they never got around to doing it. So but there's all kinds of reasons why certain people don't get pushed to the top. It could be the office, it could be the talent. You never know. Also er sagt, es ist eine schwierige Frage, durchaus schwierig zu beantworten. Damals gab es zwar noch diese ganzen Charaktere, aber das war da auch schon so langsam dann am Auslaufen mit diesen Charakteren, mit diesen ganzen Gimmicks, die du da angesprochen hast, Dennis. Und ja, es war zwar diese Witzfiguren, diese witzigen Charaktere, sage ich mal, waren zwar ein nice to have damals, aber die waren eben nie dafür vorgesehen, groß abzuräumen. Und Mike hat es versucht, dann eben irgendwann mal den Müllmann loszuwerden und nur noch Duke Droese zu sein, wollte auch eigentlich Heel turnen, aber das wurde alles dann nicht angenommen und er sagt auch, es gibt vielfache Gründe, warum jemand nicht gepusht wird. Es kann sein, dass das Office das nicht will, es kann sein, dass es am fehlenden Talent liegt oder an dem Wrestler selber, dass er einfach nicht overkommt bei den Leuten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also das kann man jetzt so nicht pauschalisieren. Ich hätte gesagt, zur Attitude-Zeit hätte es echt gepasst. Also wie jetzt Big Bossman wurde, den haben sie so aufgebaut in der Attitude-Zeit, also wo es auch gepasst hat. Und ich finde auch, als dem Müllmann hätte man auch was machen können. Also gerade zur Attitude-Zeit, oder Dennis? Findest du das auch? Ja, da bin ich ganz bei dir. Wäre auch jetzt so eine Frage gewesen, man hat Duke ja auch nie Heel Turn, er war immer Face, er war durchgehend Face, auch wo dann noch seine Haare abrasiert worden waren oder sind. Ja. Wie kam es eigentlich dazu, dass er dann komplett seine langen Haare nicht mehr hatte und dann hatte man ihn, glaube ich, 2-3 Mal noch gesehen, oder war das in der Gimmick Battle Royale? Das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Können wir ja den Duke mal fragen. Yeah, so the question was, you were always face. You were never heel, even after you lost your hair. And Dennis doesn't remember, I think. But how did it come that you lost your hair, and why? I mean, we have seen so many wrestlers who lose their hair and then getting real angry and turning heel. Why have you, after losing your hair, still stayed as the face? And why did you lose your hair in the first place? I lost it in the first place because I wanted to change my appearance and turn heel. And that's what they said they were going to do with me. They were going to turn me heel. And when we started to do it, and I let Triple H cut my hair off for the feud we were in. In the end, I was supposed to turn heel. But what happened was different. They didn't turn me. We finished up the match on In Your House. And he beat me by hitting me in the head with the garbage can lid, and then Vince put me back to being a babyface and just wrestling with any of the new heels that came in on TV and just putting them over. So there was no heel turn, and that was one of the reasons I started to get frustrated. Okay, also es war tatsächlich geplant, das Ganze zu ändern. Also der Ursprungsplan oder die Idee, mit der man quasi Duke damals angefüttert hat, war, okay, wir schneiden dir die Haare ab und dann machen wir dich zum Heel. Und er ist drauf eingegangen. Dann gab es dieses Match gegen Triple H bei In Your House, wo dann eben Triple H das Match gewann, indem er ihm den Deckel von der Mülltonne aufs Hirn geschlagen hat, hat ihm dann die Haare abrasiert. Und hinterher kam dann Vince und meinte, nö, wir lassen dich trotzdem als Babyface. Und er musste dann gegen die ganzen frischen Heels ran, die dann da damals so aus dem Boden gestampft wurden. Und das war eigentlich so mit der Auslöser, warum er dann nach und nach immer frustrierter wurde. Schon schade. Martin, hast du eine Frage? Ja, wie hat sich das Wrestling für dich seit den 90er Jahren bis heute, sag ich mal, wie hat sich das Wrestling für dich verändert? Zum Guten, zum Schlechten? So, I know that you don't watch that much wrestling nowadays, but the question from Martin is, how did the wrestling change from the mid-90s when you were active until to nowadays? I think it's a pretty simple question. As a matter of fact, I just commented on Facebook about this today. I think after Stone Cold Steve Austin refused to do the job for Brock Lesnar and Steve went home, that changed the way Vince McMahon pushed superstars. Now, don't get me, he still had The Rock and all that, but since then, it's my opinion
that Vince McMahon pushes the WWE brand more than he will push any individual superstar. Mhm. You know, today was a conversation about the what's it called? The Hurt who is it with MVP and that group? The Hurt The Hurt Business. Business. The Hurt Business, that he's breaking them up. And people can't understand why. I said, because they were getting over too much. And Vince wants to keep control. He doesn't want, he doesn't, in my opinion, he doesn't want any single superstar to have that much power again where they can affect his product. So he pushes the WWE brand and all the superstars to a certain extent. But anybody is expendable now. Everybody's expendable. It doesn't matter. Okay, also Mike meint, es wäre eine ziemlich einfache Frage, denn seit diesem Vorfall damals, als Stone Cold Steve Austin sich nicht für Brock Lesnar den Job machen wollte, sondern stattdessen nach Hause gegangen ist, seitdem scheint zumindest aus Mikes Sicht da ein kleines Umdenken bei Vince McMahon stattgefunden zu haben. Natürlich hat er da immer noch solche Namen wie The Rock und so weiter, aber trotzdem ist er inzwischen so, man hat ja auch die Diskussion mitbekommen jetzt mit Hurt Business, was auseinandergenommen werden soll, was gesplittet werden soll, was auch einige Leute nicht verstehen. Und da meint Mike eben, aus seiner Sicht ist es ganz einfach so, Vince McMahon möchte einfach die Marke WWE pushen und alles, was dazugehört, bis zu einem gewissen Grad. Aber er möchte eben nicht, dass irgendein Superstar wieder so viel Einfluss erlangt und bei den Fans so over ist, wie es eben damals der Fall war. Deshalb ist eben, wie es so schön heißt, jeder ist ersetzbar, ja? Jeder kann ausgetauscht werden und das ist eben einfach das Prinzip in Mikes Sicht, das da gerade gefahren wird, dass eben die Marke WWE vorangetrieben wird, aber die einzelnen Bausteine, die dazugehören, die kann man auswechseln, wie es einem gerade gefällt. Und ja, und wie findet er das eigentlich? Weil klar, man kennt ja Hulk Hogan, war ja der Vorreiter. Er war ja auch nicht anders, wollte sich auch nie hinlegen lassen. Bei Steve Austin hat man jetzt auch mitbekommen. Ich glaube, das ist jetzt auch die Antwort, warum er damals gegen Scott Hall bei WrestleMania antreten sollte. Da hat man ja auch was anderes geplant gehabt, wahrscheinlich mit Brock Lesnar. Ich weiß nicht, aber findet er das gut oder findet es eher schlecht? Was das nicht hinlegen will. So wie sich das, was Vince McMahon jetzt macht, dass er wirklich ja, die Marke WWE nur im Vordergrund haben will und ich sag mal so, die Machtposition, wie jetzt ein Steve Austin oder Hulk Hogan, dass er das nicht mehr unterstützt. Findet er das gut oder sagt er, nee, er findet es nicht gut? Oder wie ist so seine Meinung? Okay, so Mike, do you think it's a good thing or a bad thing that Vince McMahon is, like you said, pushing the brand WWE and not the single superstars like in the past, like Hogan, The Rock, Undertaker, and stuff like that? What do you think is better, pushing a single person or pushing the brand? Well, I mean, I think the answer to that lies with the fans. If you took a poll of all the fans across the world and asked them how they think Vince McMahon is doing and the WWE is doing, I think the majority of people will say they don't like the product. They don't like the wrestling in WWE now. They don't like the way the creative is going. So that should probably answer something for you. The fans have always historically wanted to get behind that big superstar, like a Bruno Sammartino, a Hulk Hogan, a Stone Cold Steve Austin, Rock. You know, they want that mega star. But it just seems like Vince won't let that happen. So what happens is as soon as somebody starts to really build up some steam, a wrestler, Vince kind of goes, pulls them back down a little bit. And then the fans get really angry. So I think it's, if you ask the fans, they don't like the way it's going now. Okay, also Mike meint, würde man die Fans fragen, würde wohl die einhellige Meinung kommen, sie sind nicht zufrieden mit dem, was da gerade abläuft. Sie mögen das Produkt nicht, sie mögen das Wrestling nicht, sie mögen nicht das, wie das Ganze präsentiert wird, denn die Fans wollen eben immer einen großen Superstar, hinter dem sie stehen können und den sie anfeuern können. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass immer dann, wenn jemand ganz nach oben kommt, Vince ihn einfach mal wieder ein bisschen am Hosenboden runterzieht, zurück auf den Boden der Tatsachen und sagt, mein Freund, mach mal langsam. Und das kommt eben nicht allzu gut bei den Fans an. Mike, I think the last really big star that WWE had was John Cena.
What do you I, think? I agree with that. I agree that John Cena was the last big star, but if you really look at it, he was the ultimate office employee. He did anything Vince McMahon wanted. He did it the way Vince McMahon wanted. So I think he played along the way Vince wanted him to. That's why he was as successful as he was. Mhm. But yes, he was a big star, but he wasn't a Stone Cold Steve Austin or a Hulk Hogan that Yeah, big, right. But he was big for his time. But now you're having trouble, you have trouble finding somebody coming up and getting anywhere near that. Mhm. Everybody thought CM Punk was going to be that person, but he made those people angry, and the next thing you know, he was gone. Ja. So Ja, also ich habe gerade gesagt, na, also John Cena war eigentlich der letzte große Star, den WWE hatte, und Mike hat mir da auch zugestimmt und meinte, ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist John Cena aber auch dieser typische Office-Guy, der eben alles gemacht hat, um Vince McMahon zu gefallen und auch alles so gemacht hat, wie es Vince McMahon wollte und damit natürlich dem Office in die Hände gespielt hat. Hm. Und ja, er war zwar ein großer, aber nicht so ein großer wie Hulk Hogan zum Beispiel. Und ja, viele der Fans hatten auch ihre Hoffnungen damals auf CM Punk gesetzt, aber wir wissen ja alle, wie das gelaufen ist. Der hat halt einfach das Office zu sehr verärgert und hat das eben auch zu spüren bekommen. Aber es ist einfach heutzutage schwierig, das wissen wir ja auch, einfach wieder so jemanden aufzubauen, so einen Riesenstar, wie wir ihn eben in den 80ern und den 90ern hatten. Hm. Ja, ich sag mal, wenn man wirklich so den Vergleich nimmt, man kann ja Vince McMahon auf einer Seite verstehen, denn man sieht es ja bei der WCW, da war es ja auch nicht anders. Da gab es Leute wie Hulk Hogan, Kevin Nash, wo er wirklich das Sagen hatte. Also da waren ja sehr viele Big-Leute dabei, wo sie ja auch von der WWE damals zu sich geholt haben. Und man weiß ja, was sich daraus am Schluss entwickelt hat. Also da war ja wirklich dann der Untergang. Also da kann man es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Aber ich versuche es mir jetzt mal auf Englisch. Also Leute, sorry für meine sehr schlechtes Englisch. Mike, that's true what you say. Bernhard Wolf, he is a big star. He was a big star here in Germany as WWE commentator. Vince McMahon has seen this and he said, "Oh nee, I don't want this." And out of here, No, no Wolfman. aber warum? Das habe ich Henry Godwin auch gefragt, weil ich finde es schade, weil immer wenn bei der WWE wirklich so ein entweder 1000. Raw-Show oder Jubiläum 25 Jahre Raw oder sonst irgendwie was, da kommen ja die ganzen früheren Stars aus den 90er, aber nicht alle. Es kommen auch immer dieselben. Man sieht immer Kevin Nash, Scott Hall, X-Pac, ich weiß gar nicht, Martin Dennis, wen sieht man denn alles immer wieder? Hulk Hogan, vielleicht Hulk mal The Hogan. Rock, ganz selten mal, ne? Genau, also man sieht immer dasselben. Aber so Leute wie Henry Godwin war ja das war damals Kult, gerade für uns hier in Deutschland. Oder auch Mike als Duke the Dumpster Rosie, das war ja Kult. Warum treten die nicht öfters bei der WWE auf? Woran liegt es? Another question that we also asked Henry about. There are so many legend shows like Raw 25 or WrestleMania or the last was the big farewell for the Undertaker, and every time you see the same 5 to 10 legends coming to this show. Why didn't we see Duke the Dumpster Droese at one of these legend shows? I was just never really a solid part of anybody's group. And if you look at those people that come back for Legends shows, it's either people that were part of groups like the Click or the BSK or something like that, or it could have been any situation. But I wasn't, and I don't think I was there long enough to maybe even be considered a legend. If it's really a legend show, it's how loosely are you going to use that word? Now, if you want to call it like an alumni show or an old timer show, well, then I would be a shoo-in. But yeah, I just wasn't part of any of those groups that they seem to keep bringing back.
and putting them out there again and again and letting the people see them. And that's just, I mean, I'm sure they would at some point, maybe if they did it for gimmicks, if they brought back all the old guys that were gimmicks back in the day and had a legends for gimmicks, Mhm. then they would bring back maybe the Dumpster and a bunch of those other guys. That's possible. Mhm. Okay, also er sagt auch, er war ja nie irgendwie Mitglied von einer diesen großen Gruppen, sei es die Clique oder BSK. Das sind ja so die Jungs, die sie immer wieder zurückbringen. Und er sagt auch, wahrscheinlich war er auch einfach nicht lang genug dabei, um als Legende bezeichnet zu werden. Denn da ist dann die Frage, wie weit fasst man oder ja, wie locker geht man mit diesem Begriff tatsächlich um dann eben Gott und die Welt zurückzuholen. Und er sagt, wird es eine Gimmick-Show geben, wo sie die ganzen alten Gimmicks nochmal feiern? Da wäre er der Erste, der sagen würde, okay, bringt den Müllmann wieder zurück. Aber bei diesen Legenden-Shows, da war er wahrscheinlich einfach nicht lange genug dabei, um tatsächlich als Legende zu gelten und bei diesen Shows teilnehmen zu dürfen. But Duke, you talked about like a gimmick appreciation show. You were at the gimmick battle royal at WrestleMania 17. How did that Yep. came about? Well, I mean, I was down in Florida working down there again for a small company, and somebody told me that they were doing it. I had no idea because I had not spoken to anybody in the office, but I called Bruce Pritchard to see if I could get in on the battle royal, and he spoke to the office, and they all said yes. So they brought me up for that gimmick battle royal. But yeah, I had to call them. I mean, I didn't. They didn't come looking for me for that, and it was good to get a WrestleMania moment and a WrestleMania payday and go out in front of 65,000 people live at the Astrodome. That was pretty intense. So yeah, I just went and had a good time and got paid for it. It was fun. Okay, also ich habe ihn nach der Gimmick Battle Royale bei WrestleMania 17 gefragt und er meinte, ja, er war da zu dem Zeitpunkt gerade in Florida unterwegs, hat da für eine kleine Promotion ein bisschen was gemacht und hat dann eben über Freunde von dieser Gimmick Battle Royale gehört, die da geplant war für WrestleMania 17. Und dann war er derjenige, der im Office angerufen hat. Es war also nicht umgekehrt, dass sie auf ihn zugekommen wären, sondern er hat im Office angerufen, hat Bruce Pritchard gefragt, hey, wie schaut's aus? Ich habe gehört, ihr macht eine Gimmick Battle Royale, habt ihr noch ein Plätzchen frei? Und Bruce Pritchard hat dann mit dem Office gesprochen und dann hieß es ja, okay, also rein mit ihm und so hat er dann quasi auch noch seinen verspäteten WrestleMania-Moment und den damit verbundenen Zahltag bekommen vor 65.000 Leuten im Astrodome und ja, aber es wurmt ihn schon ein bisschen, das hört man schon so raus, dass er quasi auf die WWE damals zukommen musste und das Ganze nicht umgekehrt gelaufen ist. Mhm. Bevor Dennis seine weitere Frage stellt, habe ich jetzt noch eine. Was ist, wenn jetzt hier in Deutschland, wie zum Beispiel, ja, ich sage jetzt mal IPW zum Beispiel, nee, doch IPW, IPW, genau. Wenn die jetzt kommen würden und sagen, hey, Henry sage ich schon, Mike, komm zu uns nach Deutschland mit deinem Gimmick. Würde das machen wollen? So Mike, if there would be a German promotion like, let's say, IPW in Lübeck or POW in Hanover here in Germany, would you be interested to come to Germany with your garbage man gimmick and do the Duke the Dumpster Droese one more time for the German audience? Yeah, I'm always interested in mainly doing appearances though, because it's kind of difficult for me to actually wrestle because my left foot, I had my left foot amputated back in 2013 because of several injuries, and then I got an infection in my foot, so they had to chop my foot off. So I've got a prosthetic foot. So it's difficult for me to wrestle, but I could go out and do stuff and hit somebody in the head with a can and get involved and sign autographs and make appearances, which I do now. But I don't wrestle actively too much these days. But I'm always interested in coming out and doing shows. And I go and do it as Duke the Dumpster. Everything's cool with that. I mean, WWE doesn't have a problem with me doing, some side shows and stuff like that.
long as I don't go to AEW or anything like that, I can't do that. But You can go to AEW, okay. not as Duke the Dumpster. Not as Duke the Dumpster. Not as Duke the Dumpster, okay. Also er meinte, ja, natürlich würde er es machen, allerdings eben nicht mehr aktiv im Ring, sondern eben um vielleicht jemandem die Mülltonne überzuziehen oder Autogramme zu geben, Fotos zu machen und so weiter. Aktiv wresteln kann er quasi nicht mehr, weil er 2013 seinen linken Fuß amputieren lassen musste aufgrund mehrerer Verletzungen und einer Infektion, die da dann auch noch mit reinkam. Deswegen hat er da so eine formschöne Prothese hier. Genau. Okay. Aber er ist natürlich trotzdem immer wieder daran interessiert, auch an Shows teilzunehmen, auch mit seinem Duke Droese-Gimmick. Da hat die WWE tatsächlich kein Problem damit, wenn er bei kleineren Indie-Promotions das Gimmick ein bisschen weiterführt. Was er nicht machen darf, als Duke Dr. Droese zur AEW gehen, da hätte Vince dann tatsächlich ein Problem damit. Aber ansonsten wäre alles cool. Okay, Dennis, sorry, aber eine Frage habe ich, das brennt mir jetzt gerade richtig auf die Zunge. Und zwar, ich habe auch noch eine. Wenn er wirklich, sagen wir mal, er kommt zu der IP, frag ihn mal, ob er, weil er hatte gesagt, er würde gerne im Mülleimer jemanden über die Schädel hauen. Wird er für mich meine Erzfeindin Jessie J den Eimer über die Schädel hauen wollen? Würde er mir dabei helfen? The thing is, Simi has a little feud with a female wrestler called Jessie J, and he's afraid like hell of Jessie, and he's asking if you would come to Germany to the IPW and would see this young girl, if you would put the garbage can over her head for Simi. She's a hardcore girl. Oh, very nice. Yeah, she's a I like hardcore girls. I don't yeah, have that's cool. I'm just surprised he's afraid of a girl, but it sounds like she's pretty tough. But yeah, I'd be glad to. Okay, also er wird es tatsächlich tun und würde sich drauf freuen, denn wenn die Hardcore gewohnt ist, dann wird sie es schon aushalten, wenn sie von ihm die Tonne abkriegt. Yes, yes, Mike, you are my man. Jessie J, hast du gehört? You have listened, Jessie J. Pass auf, pass auf. Geil. So, ja, okay. Aber wir hatten vorhin ja schon über die All Elite Wrestling gesprochen. Also welche Liga, sag ich mal, findet er denn besser? Also AEW, WWE, was macht Tony Khan besser, dass die da mehr Einschaltquoten haben oder ja? Oh, okay. So, in your opinion, Mike, what do you think is better, AEW or WWE? What is Mike Khan from AEW doing better than WWE for the higher ratings that AEW is getting right now? I think they're very different. So they're both good in their own ways and they're both bad in their own ways. There's certain things, you know, AEW had a lot of good wrestling and good things going on, but then they also had these little gimmick matches with goofy stuff going on that if you ever listen to Jim Cornette's podcast, you'll hear all about it. He hates it. But they also have some very good wrestlers in AEW. Now, the WWE has a lot of great wrestlers, but they're just, I think they control them too much. I think they write down every word they have to say, every move they have to make. And that takes a lot of the creativity away from the wrestlers. And that's one of the main things that changed the wrestling business. I think the AEW still allows their wrestlers to come up with a lot of the creativity, and it shows in the matches that you see in AEW. Okay, also Mike sagt natürlich, haben sowohl WWE als auch AEW beide ihre guten und ihre schlechten Seiten. AEW hat viele gute Wrestler, hat auch mit vielem guten Wrestling angefangen und dann angefangen, so kleine, ja, teilweise auch ein bisschen doofe Gimmick-Matches mit einzubauen, die gerade von Jim Cornette in seinem Podcast einfach mal in der Luft zerrissen wird. Der kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber es haben beide ihre guten und ihre schlechten Seiten. AEW lässt den Leuten viele Freiheiten, was gut ist. Und
Auf der anderen Seite hat man dann wieder die WWE, die den Wrestlern quasi alles vorschreibt, von was sie anziehen sollen, über was sie sagen sollen, bis welche Moves sie im Ring zeigen sollen. Und damit geht natürlich ein Haufen Kreativität verloren und ja, in gewisser Weise eben auch die Möglichkeiten, sich da im Ring auszuleben. Hm. Ja, das war's. Dennis? Ja, 1996. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Endeffekt war das doch das Jahr von The Dumpster. Wenn man überlegt, er hat zweimal war er beim Royal Rumble dabei. Er hat das Qualifying-Match gehabt gegen Triple H oder gegen Hunter Helmsley. Das hat er dann gewonnen, weil Gorilla Monsoon ja gesagt hat, hier, hör mal, der Triple H, der hat da mit ihm so einen Hammer oder was auf ihn draufgehauen. Dann wurde er disqualifiziert. Dann darf man ja nicht vergessen, war The Dumpster ja im Endeffekt viel näher an einem Main-Event, an WrestleMania 96 dran, weil er war die Nummer 30 beim Royal Rumble 96. Welche Erinnerung hat er an den Royal Rumble 96? So the question from Dennis is, Mike, about the Royal Rumble 1996. You had this qualifying match against Triple H, which you won by disqualification, and then you entered the Royal Rumble match as the number 30, with normally the highest potential and the highest chance to get a WrestleMania main event. Normally for the fans, it's like, okay, the number 30 is the number to win. Yeah, although we all know the statistics, number 1 is also good. But the thing is, what is your feelings, or what do you remember about the Royal Rumble 96? Was it a good night or was it a bad night for you? I was just happy that I was getting set up in an angle with Triple H. That's how they set up the angle for me and Triple H to wrestle, where he cut off my hair because he was angry that I cost him the number 30 spot, so he could have gone to WrestleMania. He had to go out number 1 when he lost to me by disqualification. So that set up the angle, and I was happy about that. I mean, I didn't have any delusions about going to WrestleMania off of winning the Royal Rumble, because they were pushing Shawn Michaels to the stars at that point. He won 2 Royal Rumbles in a row where he went out number 1 and went through everybody. That's how strong they were making him, because they were working him up to be the champion by the time WrestleMania 12 came along. So I knew I wasn't going to get any kind of win the Rumble or anything like that. So I was just happy to have an angle with Triple H. Okay, also er sagt, er war einfach froh, dass der Abend war, an dem die Story mit Triple H gestartet wurde, wo er ihm dann später eben die Haare abgeschnitten hat, weil er so sauer war über diese Niederlage, dass Mike ihm quasi den Nummer 30 Platz versaut hat und Triple H dann mit der Nummer 1 raus musste im Royal Rumble Match. Aber er sagt auch, er hat sich da ganz klar keine Illusionen drüber gemacht, irgendwie in die Nähe von WrestleMania zu kommen, weil damals eben einfach Shawn Michaels gepusht wurde ohne Ende. Der hat 2 Royal Rumble Matches hintereinander gewonnen und den Rest wissen wir natürlich, und von daher hat er sich da gar keine Hoffnungen gemacht. Er war einfach nur froh, eben dabei sein zu dürfen und da dann dieses Programm mit Triple H zu starten. Ich habe jetzt gerade ein Bild noch gefunden, will ich gerade mal kurz, bevor Dennis vielleicht mit seinen nächsten Fragen kommt, und zwar hier. Das ist Jessie J. This is wow. Jessie J. This is Jessie J. She have a kendo stick. That's not for a girl. Wow. And this match, this was Jessie J versus Lexa, wie heißt sie doch mal? Valo. Lexa Valo. That was outside, oder Martin übersetzt mal bitte. Das war das. Ich nicht. Martin, sorry, Bernhard, ich komme jetzt gerade durcheinander. Das war das Cinderella Deathmatch. Das war ja oben auf dem Berg, war ja dieses Match, und das war sehr, sehr hart, und vor allem, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, die Jessie J hat sogar 2 Bierkrüge an den Kopf bekommen, auf den Schädel. Und das war sehr, sehr hart. So this was called a Cinderella death match between those 2 girls outside on a mountainside, and A lot of blood coming down from their head. Yeah, yes. That's because Jessie J got hit in the head with 2 beer glasses like that, you know. Ooh. So yes. That's why this
A lot of blood is there. And I think YouTube, maybe I'm changing my mind about coming there and helping you, brother. perfect, perfect. I'm afraid of Jesse J. Jetzt hat, siehst du, jetzt hat Mike auch Angst vor Jesse. Hast es geschafft, jetzt nicht. Beer mugs. But you can see this on YouTube. I look, when I find this, I send you the link from the YouTube with this match. But this match, that was very hard, very hard. Cinderella death match. Yes, and she wants a match with me. Hey. I think you better not take it. I don't have chance. 99999. Mike, I have a question. You have been in CWA in Austria in 1997, wrestling against Ulf Hermann. Oh, yeah. What was it like to wrestle in Austria against Ulf, winning the title, and why did it get vacated after that? Because I know the title was vacated before, you won it, and then it was vacated again. What was that all about? Well, I had a blast working there for Otto, and you know, wrestling Ulf was always an experience. He was all right to wrestle. I loved working with guys like Ulf and Cannonball Grizzly, Fit Finley, Tony St. Clair, all those people that were there at that time. It was a blast. I had a great time. I mean, I lived over there for the whole season. You know, people would take breaks and go home. I didn't even go home. I just stayed over there. But after I came home, the next year I wasn't able to make it over there for the season. I couldn't go and wrestle, and so they had to vacate the title. I sent another guy, a big old guy, to go wrestle, a guy named Clay. But yeah, I couldn't make it back that year. Okay, also er sagt, er hat gerne da drüben gearbeitet für Otto Wanz, auch mit den ganzen Jungs, die da drüben waren, Fit Finlay, Tony St. Clair und so weiter und so fort. Mit Ulf zu arbeiten war auch nett. Ja, es war in Ordnung und ja, während die anderen Jungs halt zwischendrin mal nach Hause geflogen sind, wenn mal ein bisschen Luft dazwischen war, ein paar Tage Ruhe dazwischen war, ist er halt einfach für die komplette Saison dort drüben geblieben und hat da gewohnt. Denn man weiß ja, damals diese Turniere, egal ob Österreich oder Schützenplatz zum Beispiel, die gingen ja über einen längeren Zeitraum und Mike ist eben einfach in der Zeit drüben geblieben. Nur im Jahr drauf für die neue Saison, da hat er es leider nicht geschafft, da konnte er nicht mehr rüberkommen und deshalb musste dann der Titel erneut für vakant erklärt werden. Er hat zwar einen Ersatz geschickt, aber er konnte eben leider selber nicht mehr daran teilnehmen. Mike, if you stayed that long in Austria and Germany, do you still know some German words or understand some German a little bit? Eine Schnitzel bitte. Eine große Cola mit Eis bitte. That's it. Real nice, really good. That's enough to live. Geil. Also das bisschen Deutsch kann er noch mehr nicht mehr, aber das reicht ja auch vollkommen, um zu überleben. Ja, genau. Ja. Dann ist wahrscheinlich noch eine Frage parat. Ja, wenn wir schon einen ehemaligen WWF-Superstar hier haben, und es war ja ein Superstar, wir erinnern uns an die WWF-Superstars-Sendung, die immer dienstags oder montags war es bei RTL 2 liefen. Mich würde mal interessieren, was für ein Mensch, und den hat er ja kennengelernt, war Gorilla Monsoon, weil viele schwärmen ja vom Gorilla Monsoon, der leider verstorben ist. Mich würde mal interessieren, was der Gorilla in der WWE oder WWF ein Standing hatte. Okay. So we all know Gorilla Monsoon from back then, from his role that he played on air. But you I think, got to know him as a person. So what kind of person was Gorilla Monsoon, and what was his standing in the World Wrestling Federation, in your eyes? Gorilla Monsoon was a very highly respected man in the company and in the wrestling business in general.
He was a very nice man. There was a lot of people in that business that were not nice, but Gorilla Monsoon was a very nice man. He was always willing to help. There was one time when they were thinking about making me the commentator with Vince McMahon on Monday Night Raw. And I went to the studio for a tryout, and they just threw me in there with Vince to start doing it. And I had no idea what I was doing, honestly. But it didn't go too well, and I didn't get the job. But I got the opportunity to come back for a couple days after that and sit down next to Gorilla Monsoon and practice on some superstar shows. And he gave me a lot of really good advice on doing color commentary and stuff like that I knew nothing about. But he was just so nice to me and generous with his time. He was definitely a great man. Okay, also er sagt, Gorilla Monsoon war ein sehr umgänglicher, netter Mensch, der sich auch immer Zeit genommen hat und versucht hat, den Leuten zu helfen, wo es ging. Er meinte, da gab es nur wenige davon, aber Gorilla Monsoon war einer, der sich auch über das ganze Wrestling-Business hinweg quasi den Respekt bei den Leuten verdient hatte. Und man hatte mal überlegt, tatsächlich Mike mit Vince McMahon zusammen bei Raw ans Kommentatorenpult zu setzen. Hat auch da ein Tryout gemacht, wo man Mike neben Vince gesetzt hat und gemeint hat, hier, kommentier mal mit dem. Und es ging dann nicht so wirklich gut. Mike saß da wieder Ochs vom Berg und wusste nicht, was er machen soll, hatte keine Ahnung. I can feel your pain, Mike, with your first try of commentary. Vince McMahon sitting right next to me. I'm like, I can feel you. Yes. Nachdem das dann quasi in die Hosen ging, hat sich dann Gorilla Monsoon die Zeit genommen, hat mit Mike ein bisschen an ein paar Superstars Folgen geübt und ihm ein paar Tricks und Kniffe gezeigt, was man so tun muss als Color Commentator. Und das war Gorilla Monsoon. Eben immer da für die anderen, immer freundlich, immer höflich und sich vor allem auch immer Zeit genommen, den anderen zu helfen und ihnen auch ein bisschen was beizubringen. Selbst wenn man es dann hinterher vielleicht nicht mehr gebraucht hat. Hast du noch eine Frage, Dennis? Ja, es gibt BSK, es gibt The Click. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Duke the Dumpster Droese sich sehr, sehr viel mit Bret Hitman Hart oder beziehungsweise in der Click von Bret Hitman Hart aufgehalten hat. Stimmt das? Es gab ja ein Bild bei Instagram, habe ich gesehen. So there was the Click and there was BSK and what Dennis wants to know. Is it true that you were hanging out a lot with Bret Hart and the Click? Not during the shows, but during the off time. I was friends with everybody. I didn't pick sides. I tried to be cool with everybody. I was cool with the guys in the Click. I was definitely cool with the guys in BSK, and I was friends with Bret Hart. Me and Bret rode together for quite a while. At least a couple, 1.5 years there after I'd been there a while. And it was always just interesting to listen to him talk about his experience. I remember WrestleMania 12 when they brought in Roddy Piper, and Bret and Roddy Piper were very good friends. So car was a rental Cadillac, and it was Bret Hart, Roddy Piper, and Duke the Dumpster was in the back seat, and I just sat there like this listening. I kept my mouth shut, and I just listened. Because it was unbelievable, the experience the things that they were talking about. Like one thing they were talking about, Bret, he was already talking to WCW at that time, and they were offering him like a lot of money. And Bret was saying to Roddy Piper he wasn't sure that he wanted to go because he was worried about his legacy in the WWF. Millions of dollars. Go. Take the millions of dollars. Okay. Also wir hatten das Thema ja gerade, in Deutschland war er ja sogar aktiv bei der CWA als Marshall Duke. Was wir vergessen haben, wenn ich das richtig weiß, war er sogar Champion bei der CWA. Frag ihn mal, Bernhard. Genau, war er ja. Das haben wir ja vorhin, geklärt, dass er den gewonnen hat. Und dann habe ich nicht ganz zugehört. musste, weil er im Jahr drauf nicht
nicht mehr antreten konnte. So, jetzt erstmal zu der Antwort, die Duke da gerade gegeben hat mit Bret Hart. So, I'm just translating your answer about Bret Hart. Also, er hat natürlich versucht, irgendwie sich mit allen anzufreunden. Er wollte da nicht irgendwie eine Seite wählen, sondern hat versucht, mit allen gut auszukommen. Und er ist auch eine ganze Zeit lang mit Bret Hart unterwegs gewesen, von einer Show zur nächsten. Und ja, dann kam eben die Zeit rund um WrestleMania 12 und das geplante Match zwischen Bret Hart und Roddy Piper. Und dann saßen die drei da im Auto, Bret auf der einen, Roddy auf der anderen und Duke hinten im Auto. Und er hat solche Ohren bekommen, hier mal die Klappe abgesperrt und hat einfach nur zugehört, was die beiden da so vom Stapel gelassen haben, weil das einfach so scheiße interessant war, was die so alles an Erfahrungen rausgehauen haben und so alles an Geschichten vom Stapel gelassen haben. Und damals kam auch tatsächlich die Diskussion auf zwischen Bret Hart und Roddy Piper, dass damals eben schon Vertragsverhandlungen zwischen Bret Hart und der WCW bestanden. Und Bret hat dann Roddy Piper gefragt, ich weiß nicht, ob ich es machen soll mit meiner Geschichte hier bei WWE und meinem Ruf und so weiter. Und Roddy meinte, hey, das sind Millionen, hallo, Millionen, die du da kriegst, geh da rüber. Und zwar sofort. Take the money, shut up. Yes. But as you're saying this with the conversation about Roddy Piper and Bret Hart and the money for WCW and the negotiations, one big question, Dennis, you know what I want to ask. Montreal screw job. Oh, mein Gedanke. Was it real or was it the storyline? Do you know anything about it that you can tell us? I wasn't there. I was already wrestling in Germany. I was, matter of fact, we had gone from Hanover to Bremen. We were in Bremen waiting for the Bremen shows to start. So a lot of people went home and came back. And there was a guy wrestling for Otto called Powerhouse Neidhart, they called him. He was supposed to be related to Jim Neidhart. Anyway, he came back from Canada and said that I didn't see the show, the Montreal show. He came back and told me, he said, they screwed Bret. So I was like, what? What do you mean? And I found out that they had did what they did. Do I think it's real or at work? I don't. I think it was pretty real. I think a lot of guys obviously were in. There was a few people in on it with Vince McMahon to do it, to make it happen. I don't know if Bret knew it was going to happen or not. It was interesting that he had a camera crew following him around everywhere then, he had a documentary being done. So that was kind of weird. Like, it kind of worked out perfectly, a big crazy storyline with him getting screwed out of the title. But the way it happened, the way it looked in the ring, it didn't look like it was fake. It looked like it was real. Okay, also ich habe ihn natürlich nach dem Montreal Screwjob gefragt, ganz klar. Und er meinte auch, naja, er war damals schon nicht mehr dort. Er war da schon für die CWA unterwegs in Bremen. Da haben sie darauf gewartet, dass die Shows in Bremen losgehen. Und es kam ein Typ aus Kanada zurück, der mit ihnen wresteln sollte. Der meinte, hey, die haben Bret gescrewt. Und so, wie, was da los? Und ja, er hat dann hinterher das Material gesehen. Und wir wissen ja alle, was da los war. Und ob es jetzt real war oder work, also für Mike sah es doch ziemlich echt aus, was da im Ring passiert ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr verdächtig, dass in dem Moment dann auch Bret eine Kameracrew überall hingefolgt ist, um eine Doku zu drehen und so weiter und so fort. Also das würde auch in die andere Richtung passen. Also ja, das ist einfach eins dieser großen Wrestling-Geheimnisse, dass wir, glaube ich, sollten wir nicht irgendwann mal Bret Hart oder Vince McMahon hier in den Talk kriegen, wahrscheinlich nie gelöst werden kriegen, sondern was immer ein großes Geheimnis bleiben wird, ob es echt war oder fake. Ja, man weiß ja also für die Leute daheim, Dokumentation Wrestling with Shadows kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also da geht es genau Montreal Screwjob, auch den Vertrag mit WCW, Bret Hart, wie entscheidet er, das sieht man auch bei ihm daheim. Also kann ich nur empfehlen, oder Beyond the Mat zum Beispiel, wo auch Mick Foley dabei ist und Jake Roberts. Sehr, sehr interessant. Kann ich jedem Fan empfehlen, auf jeden Fall. Martin, hast du noch eine Frage parat? Bis jetzt nicht, nein. Bis jetzt nicht. Ich hätte
Frage. Mit welchen Wrestlern von damals hat er heute noch Kontakt? Simi wants to know with who from back then, with which wrestlers are you still in contact, like on the phone or via social media? I still talk to occasionally. I still talk to Stone Cold Steve Austin. He's very busy though, very busy. Broken Skull sessions, you know. Yeah. Guys like Henry Godwin or Savio Vega, Barry Horowitz. I talk to him a lot on social media. Okay. I've been Very talking. old. I think you had Yeah. a debut against Yeah. Barry Horowitz, right? Yes. Also, recently I've seen Adam Baum on there on social media as well. Brian Clark. Right, Clark. There's a lot of guys on social media, and we kind of talk to each other through there. And I'm also doing podcasting now with we got a group of guys that we're working with in the podcasting, and it's myself, Don Morocco, Ken Patera, Paul Roma, the Patriot Del Wilkes, Glacier, Ray Lloyd, and Bill DeMott, who used to be Hugh Morris. So all of us have podcasts under this group that we're working with a guy named Avi Klein. And so I talk to those guys all the time. We're all on each other's shows all the time and talking. So. Oh, okay, also ihr habt ja gerade die Namen gehört, die er da alle aufgezählt hat. Mit denen ist er tatsächlich alle noch in Kontakt. Und die letzte Gruppe, die er aufgezählt hat, das sind Leute, mit denen er zusammen Podcasts tatsächlich auch macht. Also muss man schon sagen, that's an elite group that you have there for your podcasts. Yeah, I feel very fortunate to be on that group. I'm very lucky to be there, and I'm happy to be there. I can imagine. Ja, und sind es eigentlich bestimmte Themen oder laden die Gäste ein oder was ist der Podcast, wo sie machen? Was geht da speziell? Simi wants to know if you have like specific topics that you are talking about in the podcast, or do you have a few guests that are coming in there? What are you talking about there in your podcasts? Everybody's got different shows, but my show in particular is called Road to Recovery. And where it's coming from is I've had issues with drugs and alcohol and substance abuse, and now I work helping people with substance abuse problems and have drug addiction. And this podcast kind of came from that. We get on, we have guests that are trying to change their lives in positive ways. It could be from drugs and alcohol, but it could also be other things, gambling addiction, sex addiction, being in a toxic relationship. People are basically coming back from difficult situations and finding redemption in their lives. And that's what my podcast is about. And we also goof around and have fun and play games on it as well. But it's called Road to Recovery, and it's on Fridays at 5 p.m. Eastern time here in the U.S. You can catch it on Facebook. It streams live on Facebook, on my Facebook page, Mike Droese. And it's just a great show. We try to do great things and help people. And that's what it's all about. Okay, also Mike sagt, es gibt natürlich verschiedene Themen, die die einzelnen Jungs haben. Er hat einen speziellen Podcast gemacht, Road to Recovery. Gibt es auch auf seiner Facebook-Seite zu sehen. Einfach mal folgen, wenn ihr gerade guckt und auf Facebook-Seite Mike Droese, da einfach mal ein Like dalassen. Dann seht ihr auch, wann die Podcasts immer kommen. Freitagabends ist das dann Eastern-Zeit, also in den USA drüben um 5 Uhr nachmittags. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie spät das dann bei uns ist. Auf jeden Fall, denke ich mal, am späteren Abend von Freitag auf Samstag dann bei uns. Und ja, er hat sich eben den Themen gewidmet, eben aus bestimmten Situationen wieder rauszukommen, wenn man eine Drogensucht hat, Alkoholsucht, Spielsucht, was auch immer, dass man da quasi wieder den Weg zurück ins Leben findet, um wieder ein normales Leben zu führen, um von der Sucht loszukommen, weil er da eben auch selber aus Erfahrung sprechen kann. Natürlich machen sie auch ihre Späßchen im Podcast, natürlich machen sie auch ihre Spielereien, sagt er ganz klar. Aber er hat eben den Weg gewählt und möchte da eben Leuten helfen, aus schwierigen Situationen rauszukommen, mit seinen eigenen Erfahrungen, die er gemacht hat, und da eben Ratschläge geben. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Okay, also Martin wird auf jeden Fall einen Link in der Beschreibung reinsetzen, deswegen könnt ihr ruhig mal reinschauen. Mike, when you want a guest oder Gast, oder wie heißt Gast?
Was heißt Gast? Guest. Guest. When you want a guest, you can, Wolfman. Wolfman, he can English, he can speak with all from us. Yeah. Of course. Yeah. Yes. What? It's only if you also come on with Jesse J. Okay, Yeah. we make this. I come with That's Jesse J. amazing. Simi, you have Das to ist gut, talk about das ist your gut. problems with Jesse J at Mike's podcast. Yes. Okay, aber ich komme mit Jesse J. Also I come with Jesse J in your podcast. Is this okay? Das ist gut. Okay, I speak with Jesse J. She can English too. That's good. I know. A little bit. My English is very terrible. Your German is better than my English. Mike, since you were talking about this this Road to Recovery podcast, I've been reading that you have worked or still work as a let me see, what was it? A teacher, is it right? Yeah, I used to. As a special education teacher. Yeah, I was working as a special education teacher, but I had problems with drugs and alcohol for a long time, and because of that, I ended up losing that career because it was around the same time where my foot got injured and I had to have my foot amputated, and I was on a bunch of painkillers, and I just couldn't keep it together anymore, and I lost that job. I ended up getting in trouble and getting arrested, and so I went through court and did all that. But now I work for something called Drug Court, and it's a program through the court where instead of sending people to prison that have drug problems, we bring them out and we watch every move they make very strict with a GPS monitor, and we make them go get a job and work and take a lot of drug tests. But we also help them with their problems, and we offer treatment for drug addiction. So I went through that program when I got in trouble, and when I finished, they asked me to work for them. So now I work for the drug court. I'm a peer case manager, and I teach classes, on relapse prevention and recovery skills, and that's why I kind of wanted to do that in the podcast as well. So yeah, I moved from the teaching into the recovery field and helping people with drug addiction problems. Ah, okay. Also ich habe ihn gefragt, er hat ja auch mal als Sonderschullehrer tatsächlich gearbeitet und hat da auch unterrichtet, hat dann allerdings den Job verloren. Das war so rund um die Zeit, wo sein Fuß amputiert wurde, weil er eben haufenweise Schmerzmittel und noch andere Sachen genommen hat und ja, sich selber nicht mehr im Griff hatte, sagen wir einfach mal so. Und deshalb hat er dann diesen Job als Sonderschullehrer verloren, wurde dann auch eingebuchtet für seine Drogengeschichten, ist da tatsächlich von der Polizei aufgegriffen worden und musste dann ein Drogenprogramm durchlaufen, beziehungsweise ein Antidrogenprogramm, wo man dann eben wieder auf den rechten Pfad geführt wird und ja, quasi wie bei uns ein Entzug, sage ich jetzt mal, so auf die Art. Ja. Und er ist dieses Programm durchlaufen und hinterher kam dann das Gericht auf ihn zu und meinte, du, wie wäre es denn, wenn du für uns arbeitest und quasi deine Erfahrungen da quasi weitergibst an die Leute. Und jetzt arbeitet er eben für dieses sogenannte Drug Court, wo eben Leute, anstatt ins Gefängnis zu wandern, eben verschiedene Kurse besuchen müssen, verschiedene Aufgaben erfüllen müssen. Die werden auch alle mit GPS getrackt, damit man weiß, wo die hinlaufen und so weiter und so fort, damit man die quasi immer im Blick hat. Und er führt da quasi seine Lehrtätigkeit, in dem Fall jetzt da weiter, dass er eben dieses Recovery-Programm da macht und die Leute wieder aus seinen Erfahrungen heraus quasi auf den rechten Weg führt. Deswegen eben auch dieser Podcast, den er da ins Leben gerufen hat, um eben die Leute von seinen Erfahrungen profitieren zu lassen. Da muss ich sagen, echt riesen Respekt davor, dass er das macht, Ja. muss man schon sagen, weil ich finde es klasse, auch ein Mark Merrow, mit dem habe ich ja auch mal so ab und zu mal geschrieben gehabt. Er macht auch sehr viel, wo er auf Veranstaltungen geht und wirklich auch Reden hält, weil er ist sehr, sehr religiös geworden. Er will die Menschen auch ins rechte Licht, oder wie heißt es,
Oder wie heißt das Sprichwort? Ins rechte Ins gute Licht. Ins Gute, Licht. ins Rechte, ich weiß auch nicht. Ja, Irgendwie sowas. Auf jeden Fall sowas. Ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich aber gut, dass es sowas dann auch macht, weil er selber die Erfahrung gemacht hat. Und ich bin froh, dass er nicht so geendet ist wie viele andere Wrestler, wo wirklich an solchen Dingen auch verstorben sind. Was gerade für uns, gerade für mich Dennis oder auch Martin hat ja auch die 90er auch mitverfolgt. Die waren für uns große Idole, die hat man bewundert. Und dann hört man einen nach dem anderen stirbt, von Kurt Hennig über Big Boss Man und wie die alle heißen. Und das macht einen auch selber traurig, weil ich sehr jung oder auch durch die Schulter. Das hat mich auch sehr traurig gemacht. My favorite, Eddie Guerrero. Ja, das dann auch noch. Eddie. Und deswegen muss ich Owen sagen, Hart. Owen Hart, yes. oh ja, frag ihn mal bei Owen Hart zum Beispiel, wie hat er das gesehen? Gut, dass du es ansprichst, Dennis. Das würde mich jetzt auch interessieren. Simi was talking about all the guys that weren't that fortunate like you to get their problems, to get done with their problems and put the life in the right way, and going from this earth way too early, like the Big Boss Man, like Eddie Guerrero, and so on and so forth. But then there was this accident with Owen Hart. So what was your feeling when you heard about this sudden death of Owen? I remember I was watching the pay-per-view at home, and when it happened, and I realized pretty quickly that it was not fake; it was real. Owen was a funny guy. Owen liked to rib people a lot and have fun on the road, but Owen was a very good person. He was a quality human being. You know, Owen Hart didn't do drugs, didn't get drunk at the bar. Owen Hart did not cheat on his family, on his wife and kids on the road. He was a good family man, a good father, and a good husband. And there weren't a lot of those people in the business back then. Owen was one of those truly good people. And it was such a loss, and it affected everybody. And that's why people still talk about it today. And a lot of the fans today talk about Owen almost as if they knew him, just because the way so many wrestlers talk about him still to this day. Oftentimes I think some of the fans feel like they almost know Owen Hart, because we've kind of carried on his legacy, because he was such a good person and he was loved by so many people, that it was truly such a tragedy to lose him. It was so sad. He was such a great guy. Only the good die young, ja. Ja, also er sagt es auch, also er hat damals den Pay-Per-View im Fernsehen gesehen und hat ziemlich schnell gemerkt, dass das also durchaus eine ernste Geschichte war, und er sagt, Owen war einfach ein herzensguter Mensch, natürlich auch ein Spaßvogel, der seine Späßchen gemacht hat, aber er war einfach ein richtig guter Kerl, der von Drogen und Alkohol die Finger weggelassen hat, der seiner Familie und seiner Frau treu war, auch on the road, wenn die Jungs mal länger unterwegs waren. Er war einfach so ein richtig herzensguter Mensch, von denen es damals nicht viele gab, sagt Mike auch ganz ehrlich. Und ja, deswegen ist auch diese Tragödie mit Owen immer noch so in den Köpfen der Fans verhaftet, und viele reden da eben immer auch noch drüber und ja, haben fast so das Gefühl, Owen zu kennen, weil eben einfach seine Geschichte nach dem Tod so weitergetragen wurde von den anderen Wrestlern und auch immer wieder darüber geredet wird und immer wieder darüber erzählt wird. Und das Ganze macht es einfach zu einer, was es ja eh schon ist, zu einer noch viel größeren Tragödie, dass dieser herzensgute Mann viel zu früh diesen Planeten verlassen musste. Ja, stimmt. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Bloß, habt ihr jetzt noch Fragen? Martin, ja, eine habe ich noch. Eine ganz wichtige. Okay. Oder Martin, hast du noch erst eine? Dann ist Martin erst dran. Okay, genau. Dann wäre ich auch nicht gekommen. Okay, ich versuche es ja immer wieder. Mein Englisch ist ja richtig schlecht, noch schlechter von dir, Simi, aber ich versuche es trotzdem. Everybody of us see him live? Also hat jemand von euch ihn live gesehen, jemals in Deutschland, beziehungsweise aber in Deutschland? Du meinst Duke?
Ja, ich meine natürlich Duke the Dumpster. Dennis was asking is if anybody of us have seen you live. Naja, umgekehrt werden halt. Ob von euch, von uns, einer ihn live if anyone of us, so Simi, Martin, have No, I seen don't. wrestling live in Germany. No, sorry, no, leider nicht. I don't see him live. But you have Only been on tour TV. in Germany with WWE, right? Yeah, I mean, I wasn't on a lot of the European tours with the WWF back then, but Yeah. I was on a few. Yeah, I was on a few. Yeah, I wrestled a lot of those big buildings, and Yeah. it was always fun wrestling in Germany, man. You guys are some of the greatest fans ever. Back then, when the fans in the United States were kind of down, in Germany they were up through the roof. Okay. So yeah, I always Also, loved working in Germany. that's nice to hear. Thank you. Also er sagt, ja, er war tatsächlich bei den ein oder anderen Europatouren mit dabei und natürlich auch sehr gerne in Deutschland. Und er sagt, damals war ja quasi die Stimmung genau umgekehrt, während es in Amerika langsam so runtergegangen ist und da so die Fanflaute quasi war, ist es bei uns hier in Deutschland durch die Decke gegangen. Und deswegen hat es ihm auch immer wieder so viel Spaß gemacht, hier in Deutschland zu arbeiten, auch mit den deutschen Fans. Und er sagt, wir haben hier einfach die beste Stimmung und er war immer wieder sehr gerne hier, um hier zu arbeiten. Vielleicht erinnert er sich ja noch, also es war 1996 in Oldenburg, es ist in Niedersachsen, Bernhard. Da war er im Match mit Butch und Luke, The Bushwhackers gegen Al Snow, damals ja noch Clive Cassidy. Jetzt muss ich weiter überlegen, es war der 1-2-3-Kid und es war Kane, es war Dr. Isaac Yankem. Das war Go ahead, ask a question. You remember that night in Oldenburg with all those guys? I didn't remember that was in Germany. Was that in Germany? Or was that? In Germany? Yes. The Champions Tour. Oh my gosh. See, I couldn't remember where it was. I told the story about that match on my Facebook page. I told the story. It was it was me and the Bushwhackers versus Isaac Yankem, Kane, Leaf Cassidy, which is Al Snow, and the 1-2-3 Kid. And the 1-2-3 Kid was a little in the ring, like going crazy. And he kept kicking me. Boom, boom, boom. He was kicking me, right? So I just backed up and I went bam and boom, kicked him right in the face. Blood came pouring out of his face. And when we, after the whole match was over, we got back to the locker room and I'm sitting there, getting changed. Shawn Michaels was sitting right there in front of me. And 1-2-3 Kid comes through the door. And he has blood all over and he looks at Shawn Michaels. He goes, "Look what he did." Shawn Michaels goes, "You shouldn't have kicked him so hard." And I went, Shawn Michaels took my side. I was shocked. And that's what happened. And the 1-2-3 Kid, X-Pac in an interview, he said, yeah, that's exactly how it happened. So it was a true story. Okay, also um das nochmal aufzugreifen, also bei dem Match hat der 1-2-3-Kid gemeint, er muss da ein bisschen den Vogel abschießen und ein bisschen durchdrehen und hat also Mike einfach mal ein paar Kicks verpasst, ohne aufzuhören, hat gekickt und gekickt und gekickt und irgendwann hat Mike halt einfach mal ausgeholt und ihm zack eine reingezimmert, voll ins Gesicht und das gab dann halt mal eine blutige Platzwunde und nach dem Match saß er dann in der Umkleide, hat sich gerade umgezogen. Shawn Michaels saß ihm gegenüber. Der 1-2-3-Kid kam rein, voller Blut, meinte zu Shawn, hey, schau dir mal an, was der mit mir angestellt hat. Und Shawn meinte nur ganz trocken, naja, hättest ihn halt nicht so hart getreten, ne? Und Mike war halt einfach mal sprachlos, weil er nicht glauben konnte, dass Shawn Michaels für ihn Partei ergriffen hat. Und das Ding ist, X-Pac hat die Story bestätigt. Also es war tatsächlich so. Das Ding ist, diese Geschichte stammt aus Oldenburg, weil als der 1-2-3-Kid Sean Waltman aus der Halle gegangen ist, hat er voll die blutige Nase gehabt. Also das passt ideal, 100% cool. Also da haben wir Zeitzeugen mit Dennis. Ja. So Dennis had seen Sean Waltman after the show going out of the hall with a bloody nose. So must have been an old story. True. That's true. Yeah.
True story. Dennis, hast du noch eine Frage? Ja, eine abschließende, die mich echt nochmal brennend interessieren würde. Okay. Trainiert er noch eine Footballmannschaft oder ist das Vergangenheit und er macht aktuell gar nichts mehr? Weil ich glaube, er hat mal im Football irgendwie eine Hochschulmannschaft trainiert oder ist das auch komplett vorbei? Dennis is asking if you're still training a little football because he thinks that you have trained a high school team in football. Is that right? Are you Yeah, I doing this was. I was still or not? coaching football and wrestling, and I was training the students, the athletes in the weight room, lifting weights and conditioning and things like that. Mhm. But when I left teaching, I left all of that. I wasn't doing that anymore after that. But yeah, that was 2004 through 2011, maybe. Mhm. Yeah, several years I was a coach. Okay, also er hat tatsächlich ein paar Jahre lang als Coach gearbeitet, hat da die Jungs auch im Kraftraum dann ein wenig trainiert und so weiter und so fort. Aber als er dann seinen Posten als Lehrer aufgegeben hat, ist auch das dann so langsam, ja, in der Versenkung verschwunden. Also er hat es tatsächlich mal gemacht. Er hat mal sowohl Footballer als auch Wrestler trainiert, bisschen im Kraftraum und so weiter, ihnen ein paar Kniffe gezeigt, aber macht er inzwischen auch nicht mehr. Okay, danke. Okay. Bernhard, hast du noch irgendeine Frage an Mike? Ja, ich schaue gerade. There was a time in the late 90s in Florida Championship Wrestling. Mike, you should have been there in a stable with, I think, Drake Dexton, Hack Myers, and Tony Carlone. Yeah. How did that come to pass? After I left the World Wrestling Federation, I went back to Florida and I was working with the independent company that I had worked for before I went to WWF. It was originally it was called Sunshine Wrestling Federation, and then what they had done is they had bought the name Florida Championship Wrestling, and they were running shows, and they put me in a tag team called the Beach Bullies, um, and was his name Drake Dexton or Drake something like that? But he used to wrestle Drake as Dexton, yep. the war what was it, the Warlock. Anyway, Ah, yeah, we had a little say it didn't last very long. They did one TV taping and then I think that was it. And then I wasn't in the greatest of shape, with the drugs and everything, and they ended up firing me, but they didn't last much longer anyway. And I think Vince McMahon bought the name from them, Florida Championship Wrestling, and made it a developmental territory. But it wasn't with the same people. Totally different people they moved, and it wasn't in Miami, Florida either. okay. Okay, also es gab tatsächlich dieses Stable, die Beach Bullies, die da hätten zusammenarbeiten sollen, sagt Mike, während seiner Zeit bei der FCW. Die zwar Florida Championship Wrestling damals hieß, aber mit der heutigen nicht mehr wirklich viel zu tun hat. Und er sagt, es gab ein TV-Taping, wo sie gemeinsam angetreten sind, lief aber nicht so wie geplant. Und ja, er hat dann auch relativ schnell die FCW verlassen und kurz darauf gab es die dann auch nicht mehr in der Form. Der Name Florida Championship Wrestling wurde ja dann von Vince McMahon gekauft. Da hat er dann seine eigene Farmliga daraus gemacht, allerdings mit komplett anderen Leuten, als damals bei der FCW waren. Also er hat sich quasi den Namen sichern lassen und den Rest hat er ausgewechselt. Das war sein Run bei der FCW quasi. Okay. Mhm. Hast du noch eine Frage, Bernhard? Oder? Nee, ich habe jetzt auch nichts mehr tatsächlich. Dann würde ich sagen, vielleicht hat ja Mike Fragen an uns. Okay, so Simi wants to turn this thing around and wants to know if you, Mike, have any questions for us guys here, if you want to know something about us or from us. Wolfman, how long did you work for the WWF? Well, I was working for WWE for 13 or 14 years, beginning from let me guess, 2002, 2001 or 2002 until
2014, 2015, something like that. I was working as a commentator here in Germany, and we were at some shows as well. And yeah, that was my run with the big leagues. That's all right. That's good. Yeah. Let's see. How did the rest of you, all of you guys, how did you come to start watching wrestling? When did you become a fan of wrestling? That's the question. Okay, also er will jetzt die Klassikerfrage quasi von uns wissen. Wie ging es bei uns los mit dem Wrestling? Wann haben wir angefangen, Wrestling zu gucken? Wer möchte anfangen? Ich fange mal an. Also ich habe ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, bei mir war halt das Problem, wie man es kennt, damals nur 3 Programme. Wrestling konnte man nicht sehen. Ich habe nur einmal was mit Hulk Hogan in der 80er Jahren gesehen. Aber so richtig angefangen war es 92, denn wir alle wissen, meine erste Wrestling-Kassette, wo ich mir damals gekauft habe, war 1992 der Royal Rumble, was ich bis heute immer noch eigentlich einer der besten fand. Ich weiß auch nicht wieso, aber er ist halt geil, weil halt da waren halt natürlich die Kommentatoren mit Joe Williams und Uli Fessler war halt mega. Das war eigentlich so meine Anfänge, wo ich dann hatte und ja, ich habe es dann ja in den 2000er Jahre, so 2005 ungefähr bis 2010, da habe ich es nicht so oft verfolgt und dann danach öfters mal, aber heutzutage auch nur noch mehr so vom Royal Rumble bis WrestleMania und dann eigentlich Pause, weil jetzt gehe ich ja mehr aufs deutsche Wrestling eigentlich, so seit fast einem Jahr. Also ist es passiert. Simi started watching with the Royal Rumble in 1992, which he got on a video cassette, because back then for him was the problem they only had 3 TV programs and none of it showed wrestling, so he had to get it on a VHS, and that's how it started for him with the Royal Rumble 1992, and then there was a little gap between 2005 and 2010 where he didn't watch that much wrestling. And nowadays he's concentrating more on the German wrestling shows. If we are allowed to get them started again. Yeah. Do you know Eki Eckstein, Christian Eckstein? Yes. Yeah. You know Eki? Yes. I love Eki, man. He's such a. When I went to work with Otto, I spent most of my time hanging around with Christian Eckstein. He's one of the funniest people I've ever met in my life, and yeah, we talk sometimes online too, every so often. Okay. Also guter Freund von Ecki, der liebe Mike, ist damals oft mit Christian Eckstein unterwegs gewesen. Schönen Gruß übrigens an den, falls der vielleicht gerade durch Zufall zuguckt. Hoffentlich. Genau, also ein guter Freund und Weggefährte, mit dem er auch immer seine Späße gehabt hat. Martin, wann ging es bei dir los? Ja, ich fing so Anfang der 90er Jahre, sag ich mal so, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre habe ich ja angefangen, Wrestling zu gucken. Damals lief ja dieser No Catch-Up auf RTL 2 bei uns, auch mit Joe Williams und Horst Brack, dem Bestrafer. Und ja, ich sag mal, seitdem bin ich eigentlich dabei, auf jeden Fall. Ne? Also WWF habe ich ja dann geguckt. Dann gab es ja eine Wrestling-freie Zeit und meine erste WrestleMania, die ich richtig gut verfolgt habe, war WrestleMania 9 aus dem Caesars Palace. Ne? Okay. So Martin started in the early 90s with a show called Catch Up that we had here in Germany on RTL2, where they showed wrestling, and that was his start. And the first WrestleMania that he saw, which he still remembers, was WrestleMania 9 from the Caesars Palace. Yes. Yeah, not many people like that WrestleMania. They didn't like it. They say it was a bad one. Oh, yeah, outdoors. But you know, with the 36 WrestleManias that we had now, at least half of them were bad. So yeah, but I will say I was on the one that is considered probably one of the best, WrestleMania 17. WrestleMania 17, yes, that's right. At least I got to be there. To
to be honest, there were some WrestleManias that I had to commentate that even I found really bad. Yes. Yeah. And You still got to act like it's great while you're doing the commentary. You still got to act on commentary episodes. Yeah. The greatest thing in the world, yes. And as soon as you turn the microphone off, you look at your colleague and you're like, oh, really? Oh, yeah, okay. Dennis? What about you, Dennis? Bei mir, also ich hatte auch ein Lieblings-Pay-Per-View, das ist die Survivor Series. Survivor Series 91 war es. Damals hatten wir das englische Programm, weil mein Papa immer viel Football geguckt hat. Wir hatten dieses Sky, ich glaube, es hieß damals noch Sky, also auch in England oder Amerika. Und da war der erste Kampf, und jetzt haltet euch alle fest, der erste Kampf bei der Survivor Series 91 war tatsächlich kein Elimination-Match, das war damals das Free-for-All. Tatanka, Chris Chavis gegen Orient Express Kato. Und das hat mich gefesselt. Mich hat sowieso Tatanka damals schon gefesselt. Und dann das vierte Match, Undertaker gegen Ric Flair. Im Championship-Match mit dem falschen Titel von Ric Flair, das hat mich gefesselt, und ich bin seit der Survivor Series 1991 tatsächlich dabei. Also ich kenne mich seit 91 und natürlich davor aus, und jeder, der es weiß, ich habe alles, was es von der WWE gibt, seit 1985 auf DVD bzw. Video. Okay, so Dennis started with the Survivor Series 1991, but he has everything from WWE since 1985 on DVD to watch it. Wow. Everything from 1985 to today. So I think he must have like this much on DVDs. Yeah, he must have a whole house just for DVDs and everything. Yeah. Wow. 10.000. Ungefähr. 10.000. Ja, but I have also all pay-per-views on WWE Network. Aber Simi, das kann Bernd auch mal übersetzen. Es wird ja jetzt viel geskriptet, und ich freue mich immer noch, dass ich diese Target Classic Videos habe, weil da ist immer noch die Entrance zum Beispiel von Demolition drauf, sieht man mich noch, die von Demolition noch alles drauf, oder es gibt viele Szenen, die WWE geskriptet hat, also geschnitten hat, und das finde ich immer so schade. Von daher freue ich mich, dass ich das noch alles auf DVD habe, weil das Network wird jetzt noch mehr gecuttet, von daher. Gerade jetzt Bad News Brown und Rowdy Piper, wo er sich da halt schwarz angemalt hat, das haben sie jetzt auch rausgeschnitten. Dennis, have they gotten rid of the network there in Germany as well? They sold the network out to the Peacock network here in the United States. And there's also a free version of the network and all stuff like that. But the thing is, what Dennis was saying is that he's happy that he has all these old DVDs, because with the network there are many like entrances or even matches or some certain promos and stuff like that are getting cutted out because of whatever reason, and exactly all kinds of different reasons. If you piss them off and you're not in a good under the good graces of the office, then they take all your stuff out of there, I guess. So that, and if you did a match with let's say black facing, that too. They cut that out. Everything is because we're also politically correct right now. Yes, oder WWF, WWE, beep, WW beep. This is terrible. That was part of I think that was part of the settlement when they were sued by the World Wildlife Foundation. They had to drop. That's why they dropped the WWF. So I think that was part of the deal. Mike sagt es auch gerade nochmal, also dieses WWF, was dann eben auch auf dem Network immer ausgepiept wird mit WWPiep, das kommt wahrscheinlich auch von dem Rechtsstreit, den es da damals gab, beziehungsweise
Einigung, die man dann erzielen musste mit dem World Wildlife Fund, die eben gesagt haben, hey, wir waren früher da mit dem Kürzel WWF und es gab ja damals tatsächlich diesen Rechtsstreit, wo es dann geheißen hat, also Leute, es ist verwirrend, wenn man im Netz WWF eingibt und dann erstmal bei euch landet und nicht bei uns Panda-Streichlern vom World Wildlife Fund. Soll jetzt nicht abwertend klingen, ja, muss ich gleich dazu sagen, also World Wildlife Fund, Hut ab vor dem, was die Jungs machen. Aber wie gesagt, es gab eben damals diesen Rechtsstreit und ja, man hat sich geeinigt und dadurch wurde dann eben damals aus dem F ein E und natürlich wird das bei den ganzen alten Shows dann eben auch ausgepiept, weil ja das F nicht mehr verwendet werden durfte. Ja, und hier in Deutschland war ja verboten, WWF zu sagen bei den Kommentatoren, das weiß ich noch, weil da durfte man immer nur World Wrestling Federation sagen. Immer das Ausgesprochene, aber nicht WWF. Ja. Das weiß ich noch. Also das war ja auch noch damals so das Ding. Yeah, that's also a thing. The commentators in Germany back then were not allowed to say WWF. They always had to say World Wrestling Federation, so they always had to say the full name here in Germany, not the initials. Ja, wir haben auch wir haben sehr viel Inside-Informationen. Also nicht nur die Wrestler selber, wir auch, oder Dennis? Ist so. Ja. Dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Schluss, weil wir sind jetzt echt ziemlich lang, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ich hoffe, dass Mike uns jetzt nicht böse ist, weil ich geschrieben habe, 45 bis 60 Minuten geht der Talk. Aber es hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir machen wie immer üblich unsere Tradition, jeder nochmal die letzten Worte an die Fans. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit Mike an, würde ich sagen. Yeah. So, Mike, I hope you enjoyed this podcast session with us. Yeah. And now we are coming to the end of this session. So we want to hear your famous last words for our audience out there. I love all the fans. I love the fans in the United States. I love the fans in Europe, especially in Germany. Thank you for supporting me in what I'm doing. I have a lot of great fans now that have come back since I started doing the podcast. And I really appreciate the support, and it's great to be able to interact with the wrestling fans in Germany now as well. And I just really appreciate them coming out and even watching the podcast, The Road to Recovery, on Fridays at 6 p.m. Eastern Time in the United States on Fridays on Facebook, on Mike Droese. But thank you for supporting and being fans. I really do appreciate it. And of course, as always, it's time to take out the trash. Also ich glaube, den Schluss muss ich tatsächlich nicht übersetzen, aber er liebt natürlich seine Fans, alle, egal ob in Amerika, in Europa und natürlich ganz besonders in Deutschland. Und er freut sich auch, dass viele Fans wieder den Weg zurückgefunden haben zu ihm, auch durch den Podcast auf seiner Facebook-Seite Mike Droese. Auf jeden Fall da mal ein Like da lassen und sich mal Freitagnacht die Zeit nehmen und sich den Podcast angucken und natürlich sein ganz berühmter Spruch, It's time to take out the trash. I hope I did you proud, Mike. Perfect. Okay, Martin, deine letzten Worte in diesem Talk für die Fans? Ja, thank you for having here in the stream. Thank you. Und also hat mal wieder Spaß gebracht auf jeden Fall. Und das war's dann von mir. Also alles Gute aus Lübeck. Ne? Thank you, Martin. I appreciate it. Thank you. Und deine letzten Worte für den Talk? Bitte wer? Dennis. Wrestling Dennis. Ja. Was soll ich sagen? Für mich großartig und immer wieder. Und Sibi, wenn man jemand im Fernsehen damals gesehen hat, ich sag mal als Jugendlicher, als Kind, dann freut man sich. Und jetzt sehe ich hier, oder ich rede mit einem meiner damaligen Stars. Ich bin immer den Tränen nahe, sage ich euch ganz ehrlich. Das habe ich bei Henry Godwin ja auch schon gesagt. Ich finde das so toll, dass ich mit jemandem reden darf, der mir damals eine Show unterbreitet hat, wo ich mich immer gefreut habe, wo ich eingeschaltet habe, jeden Montag, jeden Mittwoch Superstar Challenge, die Großveranstaltung. Und jetzt sehe ich Duke zusammen mit Lucy praktisch gegenüber. Ganz toll. Und ich wünsche dir alles Gute. Okay. Dann Bernhard, deine letzten Worte noch?
Er muss ja übersetzen, sonst will er das ja So, nicht. okay. So Dennis is really appreciating that he could talk to another legend from his childhood that he always saw on Mondays and Wednesdays with Raw and Superstars and Challenge and at the pay-per-views, and yeah, it's always great for him, and it really warms his heart that he can talk with people like you. So thank you very much for that. Thank you, Dennis. I appreciate it. You had great questions today. Excellent questions. Thank you. Und Bernhard, genau. Schon Ja, ich angesetzt. bedanke mich natürlich auch. War wirklich eine sehr lustige Session, sehr informativ, sehr lehrreich vor allem auch. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zugucken wie wir hier beim Fragen stellen. Und ja, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, lasst ein Like da, sowohl auf der WFD-Seite, auf dem YouTube-Channel und vor allem auch auf Facebook bei Mike Droese. Guckt euch seinen Podcast an, Road to Recovery, und ja, ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit. Bis demnächst. Genau, und jetzt komme ich, 5 Minuten. Nein, ich mache es schnell. Thank you very much, Mike, that you was here in other WFD Wrestling Talk. That's great for me, for Martin, Bernhard, and for Dennis. You are Idol, heißt einen, oder heißt es so? Der Idol. Ne? Ja. Idol. You are idol from us from the 90s, and that's very great. By the gimmick, the Duke, the Dancer was it, that was very, very great for us. Better than Steve Austin. No. Thank you very much. Yes, sir. Danke, Martin, dass du auf jeden Fall dabei warst. Dennis, danke als 90er-Jahre-Guy, dass du auch mit dabei warst. Danke dafür. Bernhard natürlich auch als Dolmetscher. Jedes Mal herzlich immer willkommen. Das machst du auf jeden Fall grandios. Und ja, Jesse, mein neuer Freund, Jesse J, this is my new friend. Und an euch daheim, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ich sage mal Tschüss. Bis zum nächsten Talk. Ciao. 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 Ciao, ciao.